So, das funktioniert. Power Baby, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Heute mal ein anderes Video. Und zwar bin ich hier in meinem wunderschönen Garten, wo alles schön grau ist. Es ist Herbst. Ich erzähle heute von meiner ersten Triathlon-Saison und gebe euch mein Fazit dazu, was ich gelernt habe, was meine Highlights waren und wie es weitergeht. Viel Spaß! Die Highlights von dieser Saison waren zwei Wettkämpfe. Und zwar der Wettkampf in Yverdon, Schweizer Meisterschaft im Supersprint-Format, und die Mittelmeermeisterschaften in Malta, Sprintformat. Der SM in Yverdon war mein Highlight, weil die Atmosphäre dort wirklich sehr cool war. Es hat sehr viele Leute gehabt. Von klein bis gross hat es viele Athleten gehabt, und wo wir Elite gestartet sind, ist wirklich am Strassenrand eine riesige Party gewesen. Es war wirklich eine coole Atmosphäre gewesen und das Format hat auch mega viel Spass gemacht. Die Strecke war auch sehr cool gewesen, sehr spannend gewesen und viele Kurven, und das hat es einfach sehr attraktiv gemacht, auch für uns Athleten. Die Laufstrecke war okay gewesen, aber das Rennen war wirklich top gewesen. Malta hat mir sehr gefallen, weil es natürlich international war. Es war im Meer gewesen, das heisst, das Schwimmen war viel härter wie sonst. Auch aufgrund der Witterung natürlich, weil es sehr viele Wellen gab und so. Und das Rennen allgemein war wirklich sehr brutal hart gewesen, weil es einfach so viel Wind hatte. Es war sehr heiß gewesen und es war allgemein ein cooles Rennen gewesen. Von der Atmosphäre her war es okay gewesen, aber es ist auch ein Wettkampf, der noch am Wachsen ist, und deswegen hat es noch nicht so viele Zuschauerinnen und Zuschauer gehabt. Genau. Wir gehen gerade weiter. Ich habe viel gelernt in dieser Saison. Ich habe mir 5 Punkte herausgeschrieben, die ich finde, sind am wichtigsten waren, die ich gelernt habe. Und zwar, der erste Punkt ist, wenn man nicht laufen kann, kann man das Rennen nicht gewinnen. Man kann noch so gut Velo fahren und schwimmen, wenn man nicht imstande ist, auf diesem Niveau zu laufen, wird es sehr, sehr, sehr schwierig zu gewinnen, vor allem auf der Kurzdistanz. Man hat es jetzt gesehen bei mir, ich bin immer als erstes aus dem Wasser, oder sicher mal bei den ersten 3 aus dem Wasser, vor dabei auf dem Velo, und musste dann reissen auf dem Laufen, einfach weil es mir noch fehlt von der Form her, einfach weil ich noch nicht so guter Läufer bin, wie ich kann sein, und aufgrund von dem konnte ich einfach auch noch nicht gewinnen. Ich konnte mein Podium holen, aber man hat zum Beispiel gesehen, in der Schweiz, wo das Feld wirklich sehr zusammengekommen ist, hat es mich dann relativ schnell hinterher gespült, einfach weil viele an mir vorbeigelaufen sind. Das ist auch okay, und das ist einfach eine wichtige Erkenntnis, die ich jetzt getroffen habe. Dann der zweite Punkt ist das Energiemanagement. Das habe ich auch gemerkt, ist anders wie im Schwimmen, weil ich komme vom Schwimmen, wo das Rennen zwischen, sagen wir mal, 30 Sekunden Maximum bis 4 Minuten dauert. Dort kann man eigentlich nicht gross einteilen. Mir geht eigentlich von Anfang an bis Schluss voll. Klar, ein bisschen Energie muss man schon einteilen, aber nicht so wie jetzt mit einem Rennen von 1 bis 2 Stunden. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, die ich getroffen habe. Ja, und ich denke, je höher das Niveau wird, desto schwieriger wird das auch. Einfach weil alle sehr, sehr gut sind, und dann muss man halt wirklich mit Energien arbeiten, taktisch arbeiten, mit Köpfchen arbeiten und ja, einfach Leute vielleicht auf dem Velo zerstören, die sehr gute Läufer sind, oder halt sehr viel investieren im Schwimmen, dass man vorauskommt. Ja, das werden wir alles sehen. Ich werde euch mitnehmen auf meinem Pfad, was ich noch lernen muss und so. Aber das ist wirklich ein Punkt, der auch sehr wichtig ist, den ich gelernt habe. Der dritte Punkt, ebenfalls sehr wichtig, sind alle Punkte sehr wichtig, ist das Thema Regeneration. Regeneration ist gleich wichtig wie Belastung, weil ohne vollkommene Regeneration kann der Reiz von der Belastung nicht angenommen werden. Und ja, ich habe jetzt einfach gemerkt, Beispiel 4 Stunden Training am Tag, denkt man sich, ja okay, 4 Stunden Training am Tag, easy, kann man ja noch viele Sachen machen am Tag, hat ja viel Zeit, aber das das Energielevel ist nicht so hoch, dass man nachher noch x andere Sachen machen kann.
Und wenn man das macht, dann leidet einfach die Regeneration darunter und dann der nächste Tag und dann wieder der nächste Tag und ja, dann ist man einfach nicht so gut erholt im nächsten Training, wie man könnte sein. Und aufgrund von dem ist es einfach sehr wichtig, dass man sich gut seine Zeit einplant, überlegt, okay, wie viel Regeneration bräuchte ich und lieber noch in Pufferzeit einplant, dass nachher sicher nicht zu wenig Regeneration so in dem Sinn zur Verfügung steht. Massage, Dehnen, Black Roll, Whirlpool, Eisbad, alles das Zeug kommt dazu und das gehört einfach dazu, wenn man wirklich auf sehr hohem Niveau Sport betreiben will. Und verletzungsfrei bleiben, das ist noch der andere Punkt. Dann der vierte Punkt habe ich jetzt vor allem gemerkt, weil ich wieder ein paar Verletzungen hatte. Es gibt immer einen Weg, besser zu werden. Birgt natürlich auch ein gewisses Risiko, weil wenn man immer trainiert und einen Weg sucht, besser zu werden, kann das natürlich auch die Regeneration von der Verletzung verlangsamen. Muss aber nicht. Da muss man wirklich sehr, sehr achtsam damit umgehen und darauf schauen, wie man das planen will. Was ich damit sagen will, ist einfach, man kann immer trainieren und besser werden. Ist natürlich auch abhängig von der Verletzung, aber jetzt auch auf mich bezogen. Ich kann einfach sehr viel investieren im Schwimmen. Also normal investiert im Schwimmen, sagen wir es mal so, aber viel investiert im Velofahren und das hat man dann auch gesehen. Ich kann sehr, sehr gut Velofahren in den letzten beiden Wettkämpfen. Ihr habt es gesehen, ich bin vorausgefahren mit ein paar anderen Jungs. Und ja, das ist echt die harte Arbeit, die ich investiert habe im Velo. Die hat sich dort ausgezahlt. Und man kann auf mentaler Ebene, wenn wirklich körperlich gar nichts mehr geht, kann man weiterhin trainieren. Und es gibt einfach immer einen Weg, weiterzukommen und sich persönlich zu verbessern. Wichtige Message. Der letzte Punkt, den ich gelernt habe, also der Weg ist das Ziel, der Prozess ist entscheidend. Das ist jetzt ein Punkt, den ich in den letzten paar Wochen auch für mich wieder festgestellt habe. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht nach meiner Pause etc., was für Ziele will ich angehen, wo will ich hin und ja, was will ich mit meinem Leben machen. Und ich bin einfach dann zum Entschluss gekommen, dass es viel mehr Spass macht, wenn man sich Ziele setzt, das ist wichtig, aber nicht jeden Tag an die Ziele denkt und vor allem nicht einfach extrem weit in die Zukunft denkt. Damit würde ich sagen, dass es wichtig ist, Tag für Tag zu nehmen und die tägliche Weiterentwicklung zu betrachten. Da habe ich eigentlich ein relativ gutes Beispiel, muss ich sagen. Beispiel Immobilien, Eigentum. Ich denke, viele Leute streben ein Haus an, vielleicht eine Eigentumswohnung und gehen für das arbeiten. Und man denkt sich dann vielleicht, ja, wann erreiche ich endlich das Ziel und wer will eigentlich nur das Ziel erreichen, vergisst aber eigentlich den täglichen Prozess, dort hinzukommen. Und das ist vielleicht nicht so viel Spass wie im Sport, aber ich denke mal ein gutes Beispiel, wenn man arbeiten, muss man sich einfach denken, ja, jeden Tag, wenn ich aufstehe, komme ich ein bisschen näher an mein Ziel hin und kann mir irgendwann die Immobilie kaufen und das Eigentum. Und ich denke, das ist für die Motivation viel gesünder und macht einfach auch viel mehr Spass, wie wenn man einfach jeden Tag denkt, wann habe ich das endlich wann kann ich mir das endlich kaufen und irgendwie nicht glücklich ist, bis man es hat. Das ist einfach eine Erkenntnis von mir, die ich jetzt getroffen habe. Einfach, so kann ich mich wie im Hier und Jetzt behalten und nicht zu fest in die Zukunft denken. Für mich ein sehr wichtiger Punkt. Und übertragbar auf alle Lebenssituationen eigentlich. Bin ich zufrieden mit meiner Saison? Ja, ich bin zufrieden mit meiner Saison. Ich glaube, da kann man nur zufrieden sein. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe Fehler gemacht, habe aus diesen Fehlern gelernt und sie dann nicht mehr gemacht. Ich bin besser geworden, ich habe wirklich Fortschritt gemacht durch die ganze Saison. Ich kann mich steigern von Wettkampf zu Wettkampf und das ist wirklich sehr wertvoll. Und das ist eigentlich auch das Ziel von einer Saison, dass man sich Schritt für Schritt steigern kann, kontinuierlich besser werden. Und das ist sehr gut, hat sehr gut funktioniert. Grüße gehen raus an meine Trainer, haben wir super gemacht. Und das Wichtigste ist natürlich, ich habe wirklich sehr viel Spass gehabt. Ich habe viel Spass gehabt mit vielen Leuten. Ich bin natürlich auch viel alleine unterwegs. Das ist aber auch okay. Das gehört einfach dazu. Aber speziell an Wettkämpfen oder in Trainingslager
Ich habe sehr gute Zeit gehabt. Ich habe viele Leute gehabt, die mich begleiten während meiner Trainings. Viele tolle Leute gehabt. Und ja, ich habe eine gute Zeit gehabt und habe Spass. Ich habe wirklich Spass an diesem Prozess, meine eigene Geschichte zu schreiben. Und bin ready für mich. Ja, wie geht es jetzt weiter, ist die Frage natürlich, oder? Ich habe jetzt wieder angefangen mit dem Training. Ihr habt gesehen, ich war in der Ferien mit meinen Jungs wandern. Ich habe jetzt wieder angefangen, seit einer Woche. Das Ziel ist jetzt, die nächste Saison definitiv die Laufkilometer zu steigern, also besser werden im Laufen. Weil ich will ja gewinnen, oder? Ich will ja auch mit euch einen Sieg feiern und den Banner aufreißen. Und ja, für das braucht es einfach noch mehr Arbeit. Es braucht Zeit. Mal schauen, wenn der Sieg kommt. Aber das Ziel ist, dort besser zu werden. Natürlich überall besser zu werden. Aber speziell jetzt im Laufen habe ich noch extrem viel Verbesserungspotenzial. Von den Resultaten her ist es das Ziel, national noch weiter zu kommen, noch weiter führen. Gerade der Beste werden national in der nächsten Saison wird schwierig. Aber ich denke, ich kann wirklich weiter vorkommen. Für mich die bessere Entscheidung, wie voll direkt in die internationale Linie zu gehen, weil einfach mein Niveau noch zu schwach ist, vor allem im Lauf halt. Ja, es ist einfach, ich bin noch zu schwach, um zu sagen, ja, okay, ich könnte jetzt wirklich dort das Podium angreifen oder so. Und alles andere, muss ich sagen, es macht einfach mehr Sinn, wenn ich mich Schritt für Schritt aufschaffe, von Wettkampf zu Wettkampf, von Niveau zu Niveau. Deswegen national weiterkommen und international weiterhin Erfahrungen sammeln. Ich werde alles dokumentieren, ich werde euch mitnehmen durch die nächste Saison. Ich werde euch mitnehmen durch meine Lauftrainings, dass ihr auch seht, wie ich mich kontinuierlich steigern kann. Mami! Sie haben Suchen! Eben. Ich werde alles dokumentieren, festhalten, euch mitnehmen, Schritt für Schritt, wie ich mich steigere, wie meine Form sich verbessert und von Wettkampf zu Wettkampf natürlich. Es folgen Leistungstests im Schwimmen, im Velofahren, im Laufen. Es kommen Videos vom Krafttraining, Trainingslager etc. Und ich nehme euch einfach mit durch mein Leben, durch meinen Alltag, durch die positiven Sachen teilen, die negativen Sachen teilen. Ich gebe euch wirklich Einblick in meine Gedanken an. Zum Schluss möchte ich noch Dank aussprechen an alle Leute, die mich unterstützen. Meine Eltern, meine Coaches. Ohne euch wäre das nie möglich gewesen, so weit zu kommen. Ich bin zwar Einzelsportler, aber es braucht immer ein Team um sich und alleine funktioniert das nicht. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür. Natürlich meine Jungs, die mich auch immer unterstützen und für mich da sind und auch mich motivieren. Und immer positiv sind mit mir und ja, einfach mich unterstützen auf meinem Weg. Dann natürlich noch meine Sponsoren und Gönner, die mich finanziell oder mit Material unterstützen, dass ich überhaupt das machen kann. Hätte ich euch nicht, wäre das sehr, sehr schwierig für mich, weil weil Triathlon ist eine sehr teure Sportart. Und ja, ich bin ganz am Anfang, habe noch nicht die grössten Resultate und ich bin sehr angewiesen natürlich auf Sponsoren und Gönner. Ich habe keinen Vertrag oder so, immer noch nicht. Und ja, zum Schluss möchte ich dir noch danken. Danke dir, dass du meine Videos schaust, dass du vielleicht auch meinen Kanal abonniert hast und mich unterstützt auf meinem Weg. Ja, ich bin sehr froh, dass ich eine kleine Community aufbauen konnte und ich möchte auch natürlich noch mehr Leute dazu nehmen. Und ja, ich den Weg mit dir teilen, euch teilen, meiner Community. Genau, ohne euch wäre das auch nicht so lustig. Also ja, YouTube würde nicht so viel Spaß machen, natürlich wenn wenige Leute meine Videos schauen. Und ja, schreibt doch bitte in die Kommentare, was euch interessiert an Videos, was ihr gerne würdet sehen von meinem Leben. Eben, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert den Kanal. Es ist gratis. Aktiviert die Glocke, dass ihr nichts verpasst. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like. Noch 2 Neuigkeiten. Der Sven Thalmann und ich haben einen Podcast released, wo wir über das ganze Zeug hier reden, über unsere Erfahrungen und auch ein bisschen unterhalten mit unserem Podcast. Wir einladen Gäste von verschiedenen Sportarten
wollen eigentlich einfach so ein bisschen der Podcast werden, Sport-Profi-Podcast von unserer Generation. Und ja, auf Spotify, auf YouTube ist er erhältlich, bald auch auf Apple Music, ist noch ein bisschen kompliziert, aber kommt bald. Und meine Webseite ist online, dort könnt ihr euch über mich informieren, seht ihr, wer meine Sponsoren sind, was auch immer. Und wenn ihr gerne würdet mich unterstützen oder jemanden kennt vielleicht, der Sportler unterstützt, in Form von Material oder Geldbeitrag, es hat ein Kontaktformular, wo ihr mich könnt kontaktieren könnt. Ja, ich glaube, das war alles. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Nicht vergessen, sexy bleiben.